Das Chamäleon schafft es blitzschnell, sich anzupassen an sich ändernde Verhältnisse. Die Frage für uns Menschen ist, wie viel Anpassung verträgt unser authentisches Sein? Was haben Authentizität und Lebensglück miteinander zu tun? Und wie finde ich zu meinem wahren Selbst? Wir alle wissen oder ahnen zumindest, dass diese Veränderungen, die jetzt im Gange sind, auch unterstützt durch massive Energien aus dem Kosmos, die viele von uns spüren, zumindest die sensibleren, um uns keinen Bogen machen wird. Das heißt, die Veränderungen betreffen uns alle als Menschheit insgesamt und es werden gravierende Veränderungen sein. Ich kann natürlich versuchen, es so zu machen wie das Chamäleon und mich anpassen, mitunter bis zur Unkenntlichkeit. Oder aber ich fange an, mein Schicksal in die Hand zu nehmen und mein authentisches, wahres Selbst zu leben. Zwei Aspekte möchte ich etwas näher beleuchten. Das ist zum einen unser Menschsein als soziale Wesen, die permanent den schmalen Pfad zwischen Anpassung und Autonomie beschreiten und zum anderen unser Sein als energetische, schöpferische Wesen, als Schöpferseelen. Und auch da kommen Aufgaben auf uns zu, mit denen wir uns, indem wir hier inkarniert sind, zu dieser verrückten Zeit einverstanden waren und die wir begleiten. Im Grunde als Verbindungsstück zwischen da oben, was immer da oben für dich ist, Universum, Kosmos, Gott, höheres Selbst, Quelle, wie auch immer, und der Erde, die wir Jahrhunderte ausgebeutet haben bis zum geht nicht mehr. Als soziale Wesen sind wir ja immer in dieser Balance oder auch Dysbalance. Und du kennst sicher den Spruch, Anpassung ist der Preis der Zugehörigkeit. Es ist sowas von normal, dass wir irgendwo gern dazugehören möchten. Und in früheren Jahrhunderten galt das Ausgestoßensein aus der Gemeinschaft und das ist in unserem kollektiven Unterbewusstsein vorhanden als Erfahrung der Menschheit, etwas ganz Schreckliches ist. Und als Kinder haben wir, zumindest viele von uns nach meiner Erfahrung, erlebt, was es bedeutet, sich nicht anzupassen. Es gab häufig genug rigide Strafen und sei es nicht so beachtet zu werden in unserem wahren Sein, wie wir es uns gewünscht haben. Aus meiner Sicht und Erkenntnis und prüfe bitte selbst für dich, inwieweit du damit in Resonanz gehst, sind wir jetzt aufgefordert, diese Fesseln zu sprengen und endlich das zu leben, was wir wirklich sind, in unserem tiefsten Innern, aus unserem tiefsten Herzen heraus. Das ist unser Auftrag. Und das große Wunder aus meiner Sicht besteht darin, dass die Energien, die uns zurzeit erreichen, uns Rückenwind geben. Nie war es so leicht, sich selbst zu entdecken und am Ende sich selbst authentisch zu leben, wie gerade jetzt. Und ich glaube auch, dass genau das unser Auftrag ist. Jetzt fragst du dich vielleicht, tja, Anpassung ist der Preis der Zugehörigkeit. Wie passt das denn bitte schön zusammen? Ganz einfach. Es gilt unter Umständen auch neue Communities zu finden, zu gründen, sich
anderswo zugehörig zu fühlen als bisher. Natürlich macht das erstmal Angst, Schnitte zu machen, vielleicht auch quer durch Freundeskreise und Familien hindurch, zu überlegen, inwieweit gehen wir noch in Resonanz, inwieweit haben wir noch gemeinsame Schnittmengen, wo wir uns tatsächlich treffen. Das darf jeder für sich selbst entscheiden. Und es ist auch eine Frage des Gefühls. Wie wohl, und ich sage das mal so allgemein, wie wohl fühlst du dich in den Umgebungen, in denen du dich bisher bewegt hast? Wo würde es dir möglicherweise besser gehen vom Gefühl her? Wo kannst du in diesen positiven Gefühlen der Freude, der Liebe, der Begeisterung dich entfalten? Und eine sehr gute Messlatte dafür bietet die Bewusstseinsskala nach David Hawkins. Schau einfach mal, ja, hier, ich zeige dir das hier nochmal. Vergleiche einfach mal, wo hältst du dich vorrangig auf? In dem unteren Bereich, der eher niedrig schwingt von Wut, Angst, Scham, Schuld? Oder schon in der Mitte oder in dem oberen Bereich? Es ist unsere Aufgabe, unser Auftrag, unser Beitrag für diesen Aufstiegsprozess, den wir alle uns wünschen. Der findet in unserem Innen statt. Und aus dem Innen heraus kreieren wir das neue Außen. Jetzt ist noch eine Frage offen. Wie finde ich denn zu meinem wahren Selbst, was ich möglicherweise Jahre und Jahrzehnte lang unterdrückt und unter der Oberfläche versteckt gehalten habe? Auf meinem Kanal gibt's eine Menge Videos zu diesem Thema. 2 oder auch 3 verlinke ich am Ende dieses Videos. Ganz wichtig ist aus meiner Sicht meditieren und immer mit der Frage im Hinterkopf: Wer bin ich wirklich? Wie meditieren geht, wird eines der Videos sein, die ich verlinke. Und es gibt auch noch eine wunderbare Übung, die ich für mich entdeckt habe, die Spiegelübung. Lass dich überraschen, auch das Video verlinke ich am Ende. Das ist vielleicht eine Übung, die du bis dato noch nicht so kennst oder gemacht hast. Lass dich einfach mal darauf ein. So, ich hoffe, dieses Video inspiriert dich, immer mehr authentisch zu sein und dein Leben neu zu überdenken, dich sozusagen neu zu erfinden. Diese Zeit lädt uns ganz wunderbar dazu ein. Und das Ganze dient dem inneren Frieden in dir, in deinem Umfeld und fürs große Ganze sowieso. Ich wünsche dir eine gute Zeit und viel Erfolg und bis zum nächsten Video sag ich Tschüss.